So, weiter geht's mit Genshin und es ist Donnerstagabend. Ich bin voll gepumpt mit Koffein noch, so ein bisschen. Und bin eigentlich so müde schon, aber wir haben es jetzt Viertel vor neun. Und jetzt ins Bett zu gehen lohnt sich nicht. Und ja, ganz viel uns weiter. Ich habe nicht mehr so viel Zeit für das Event und dachte mir, ich könnte ja mit dem Event jetzt einfach mal anfangen. Überleg gerade, welches Team nehme ich dazu? Habe ich. Nee, ich habe kein Team mit Fremi, nee. Den bekomme ich ja erst. Und ich war kurzzeitig im Überlegen gerade, ob ich ihn überhaupt jetzt bilden möchte oder nicht. Oh, ich habe vergessen, weiter die Bücher zu sammeln. Shit. Vor allem, weil er, glaube ich, sogar jeden Skill gelevelt braucht, wenn er Damage machen soll. Damn. Verdammt. Egal, gut. Ja, ich war überlegen, weil ich spiele in Anführungsstrichen mit dem Gedanken, mir doch Cloud Retainer zu holen. Aber ich warte auf die Leaks, was das Kit angeht. Will ich das mit L-Team einfach nehmen? Ich weiß nicht, ob ich kämpfen muss. Wahrscheinlich muss ich kämpfen. Ich will irgendein Team haben, was einfach rumrennen kann ohne Probleme. Wieso habe ich gerade nur irgendwelche Teams, die an unter P verlieren? Das Team ist gut. Das macht Damage und das hat alles, was ich brauche. Ein Schild. Wo war ich gerade? Was habe ich gerade gesagt davor? Premiere, genau. Ja, Cloud Retainer. Aktuelle Leaks sagen wir, sie hat irgendwie 3 Charges auf der E und macht damit quasi etwas höhere Sprünge, so Kasua-Niveau-mäßig. Und ja, keine Ahnung. Sie ist ein Plunge-Attack-Support, das heißt, irgendwie gibt sie anscheinend Bonus, wenn man Plunge-Attacks macht. Keine Ahnung. Das sind nur jetzt die groben Leaks. Die richtig guten Leaks werden wahrscheinlich erst in 2 Wochen ungefähr losgehen, wenn 4.3 draußen ist. Sagen wir mal, in 2,5 Wochen gibt es die ersten festeren Leaks. Also wenn sie jetzt nur Plunge-Attacks boostet, da hätte ich jetzt nicht so die Lust drauf. Oder Bock drauf, keine Ahnung. Wenn sie jedoch jedem anderen Charakter quasi ermöglicht, Jump-Attacks zu machen. Also für x Sekunden kann der nächste Charakter, der aufs Feld kommt, oder egal wer aufs Feld kommt, in den nächsten x Sekunden kann dann halt höher springen. Und wenn es nur Low Plunges sind, ist mir relativ egal. Also, dass er halt zumindest so hoch springen kann, dass er einen Charge Attack machen kann. Reicht das schon? Das reicht schon. Der kleine Höhenunterschied. Und wenn sie das kann und dann ein paar Leute richtig Siri craften, dann ist es ein Überlegen wert, um einfach vielleicht Diluc Meter zu holen. Als Pyro-Charakter. Weil Dragon Strike Deluxe soll ja nicht mehr so schlecht sein wegen seinen Multipliern. Keine Ahnung, was hat sein? Moment. Ich hab hier Zeit heute Abend. Ich muss mich ja nicht abhetzen. Ich fange schon wieder an mit Serial Crafting Gedöns. Mehr oder weniger. Also mit Gedankengängen zu irgendeinem. Ich habe ihn C1. Wann habe ich ihn C1 bekommen? Deluxe jetzt 50% more damage, der Opponent's Bow CP. Ja, gut, okay. Das sind umgerechnet 7,5% mehr. Das nochmal runtergerechnet sind vielleicht 3% mehr Damage. Also es ist nicht gerade viel. Ich meine, es ist nett to have, aber ja, diese 15% sind jetzt nicht gerade. Was ist das nächste Con eigentlich? When Nero takes damage, his attack increases by 10% and his attack speed increases by 5%. Lasts for 10 seconds, we can stack up to 3 terms and can only occur once. Frage. Zählt das auch mit einem Schild? Weil der Schild kriegt ja dann Damage. Diluc, C2, Serpent. Ne, nicht Serpent, Shield. C2, du wirkst auf Shield? Ja, Diluc Mains, gib mir eine Antwort darauf. Ja, Shields Tanking, Damage counts as Damage taken, if I'm correct. Aber nicht für Serpent Spine. Okay, interessant. Ich meine, das ist das Spiel jetzt nett, in dem Sinne. Und vergebend. Aber gut. Ja, Taking Damage kriegt er so oder so. 10% Attack, also 3 Mal und Attack Speed. Ja gut, der Attack Speed wäre wahrscheinlich sogar irrelevant, aber der Attack Buff ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja gut, Hauptskill. Rhythm greatly increases damage dealt. Was heißt greatly? Okay, 40. 2 seconds after casting the next. Also, halt die typische Combo. Dumm, dumm. Die Frage wäre, oh, gute Frage. Wie sieht das Ganze aus, wenn Diluc in einem bestimmten Zeitfenster immer Dragon Strikes nutzen könnte? Also, ja, also Plunge Attacks einfach. Durch irgendeinen Effekt.
Wäre es dann noch schlau, seine normale Combo zu machen? Also halt Basic, Basic, E, Basic, also E, Basic, Basic, E, Basic, Basic, E. Keine Ahnung. Wäre es noch schlau? Schwere Frage. Ich meine, klar, könnte er vielleicht machen. Und danach einfach die Planche-Tags machen. Oder er macht einfach nur Planche-Tags und haut die E-Skills einfach so raus. Also E, 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 Burst, Planche-Tags. Oder E, 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 E. Irgendwie Jump Attacks triggern durch Cloud Retainer und dann erst wechseln und bursten. Oder die E-Ko, ja gut, oder einfach Cloud Retainer per Jumps geben, wenn das funktioniert, wie ich es mir erhoffe. Dann bursten, springen, 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 springen und nachdem er nicht mehr springen kann, einfach die E-Kombo raushauen. Verlängert natürlich seine Field Time. Keine Ahnung, lass sie vielleicht 8 Sekunden jemanden springen lassen. Oder was sind realistische Werte? 12 Sekunden Buff, 10 Sekunden, 12 Sekunden Buff vielleicht. So, 12 Sekunden Plunge Attacks. Und dann, ja, danach halt quasi runterfallen lassen. Ich überlege gerade, habe ich ansatzweise irgendein Set? Gute Frage. Was ist eigentlich, wenn man Diluc mit Furina kombiniert? Und Diluc Vermilion Hereafter gibt. Statt das Crimson Witch Flame Set. Wäre das sinnvoll? Oder eventuell sogar dann einfach ein Marichaussee Hunter Set? Oh mein Gott. Könnte man echt andere Sets auf den Look nehmen? Das wäre interessant. Dann bräuchte ich auch nicht unbedingt Serpent Spine. Wenn er das Crit-Set nehmen würde. Aber gut, das ist egal. So, ich will die Quest eigentlich jetzt anfangen. Weil dann brauche ich nicht so viel labern heute Abend. Und ich kann einfach langsam mal in die Richtung kommen, dass ich jetzt das Event am Wochenende dann auch schaffe. Also ich schaffe es oder so am Wochenende jetzt dann, aber das andere Event ist ja auch schon wieder angefangen, das nächste. Und wie lange geht das? Sehe ich das gerade hier? 10 Tage, ja gut, das wäre nächstes Wochenende. Das ist vor Dienstag eh nicht komplett. Aber ich glaube, das ist eh nur ein Minispiel-Game, kann das sein? Das ist aber von... Wie, das ist auch hier? Wieso ist das hier? Ich dachte, das wäre irgendwo schön in Sumeru wieder mal. Naja. Wow, dann halt nicht. So, das Buch hatte ich gelesen. De la Roche. De la Roche. Wie spricht man das aus? De la Roche? De la Roche? Wahrscheinlich De la Roche oder so. Wieso hast du mit der Quest zu tun? Oder ist der Marker einfach... Hab ich den Marker falsch? Nee. Bist schon du, oder? Ja, gut. That can't be right. Oh, but what if they're real after all? No, that can't be. But what if there's a chance? Greetings, miss. Is there something that's bothering you? Oh, no, it's nothing. I'm Della Roche, the representative of the Fontaine Fishing Association. How can I help you? Jackpot, ich hab's noch richtig erraten. Ich habe zwar ihre ganze Questline schon gemacht, aber... De la Roche. De la Roche. Ich habe schon wieder vergessen. De la Roche. Ja, De la Roche. De la Roche. Egal. We received your commission request. Oh, so you're adventurers. Oh, finally, someone has heard my prayers. Haben wir. Gab's beim Login. Kann sein, dass es beim Login von Paimon irgendwas gab, das ich vielleicht nicht mitbekommen habe, weil ich mich morgens im Büro eingeloggt habe. Weiß es aber gerade nicht. Ist auch egal. Anscheinend haben wir einen Auftrag. Das ist die Erklärung einfach. Wenn wir so einen Auftrag haben, kriegen wir den immer. Also wenn so ein Event ist, das kommt immer über die Adventurer, also über die Abenteuergilde. Was soll's. Und irgendwie dachte mich da oben auch gerade schon mein anderer halber Stuten noch an. Also nicht Stuten. Nikolaus, Männchen, Stutenkerl. Doch Stuten. Ich hole ihn gleich irgendwann mal zwischendurch, wenn die am Labern sind. So, weiter im Text. Paimon could tell you were really bothered by something. Don't worry, you've got two super experienced adventurers right here. We'll take care of anything and everything for you as long as you pay us a little bit of mora.
Oh, you are exactly the helpers I need. See, the problem is that the fish around a fishing spot at Aeneas have just all up and vanished recently. They disappeared too quickly for it to have been the work of human anglers. As the representative of the Fishing Association, I had planned to go and investigate the area right away. But Right, but unfortunately, as the representative of the Fishing Association, there are a few other errands that I absolutely have to run. So, So you'd like us to investigate the spot for you? exactly, you're right, Anamora. So I thought I could delegate this work to you. Are you two some kind of prophets, knowing exactly what I was going to say like that? Or maybe like the oracles you read about in fairy tales? nope. We already told you that we are adventurers. Yeah, we're just really experienced in this kind of thing, that's all. Well, I'm glad to hear it. I'll get a good night's sleep knowing the two of you are on the case. But don't we just need to investigate the missing fish? It really doesn't sound too difficult. No, you mustn't let your guard down. As the representative of the Fishing Association, I have good reason to believe that the fish have gone missing due to an encounter with the water imps. Water Imps. Irgendwie mag ich ihre Stimme nicht so sehr, aber okay. Yes, you're both Outlanders, right? Our local fairy tales often speak of a terrifying underwater creature called Thelxie. The story our parents would tell us was always the same. If we went to the water alone, then we'd be snatched away and eaten by a water imp called Thelxie. A child-eating water imp? Did they tell you what it looked like? My father would always describe it as a beautiful, multicolored snake woman, while my mother said it had a handsome face. It's really strange, though, because you'd also hear other people describe it as just a chubby penguin with a deceptive appearance. Even though the tales vary regarding its appearance, everyone agrees that it's really dangerous. It lives in an underwater cave surrounded by pallid bones and uses its sensitive nose to track down lonely children who've lost their way. Redet sie jetzt eigentlich gerade über Kappas so gesehen? Da ist doch die Lore hinter Kappas, oder nicht? Ich meine schon. Warum auch nicht? Das sind französische Kappas. And once it finds a child, it uses its alluring singing voice to lure them into the water before swallowing them all. Pretty terrifying, isn't it? Sounds kinda scary. But isn't that pretty normal for a fairy tale? After all, those kinds of stories are usually made up to help keep children away from danger. But what if the fairy tale was inspired by a real-life tale? Just like how a water vein always has a source. Do you have any concrete evidence? Well, I wouldn't call it evidence per se, but I've heard some rumors lately. They say that someone recently saw a child walk into the water as if he was possessed by something. Doesn't that sound just like he was responding to the call of a water imp? So you mean someone really got eaten by a water imp? It's all hearsay, so it's hard to confirm. But still, they all say this happened on Aeneas. That's no laughing matter if you ask me. Lass mich raten. Die Person war Femine? Both the Opera House and the Fountain of Lucine were built there, and the sources of many water veins can be traced to the island as well. Combine that with the mysterious mist, the huge tree with expansive underground roots, and the rumor that the fish-heps on the island can understand human language. Is it really so shocking that an island so shrouded in mystery could harbor a terrifying water imp as well? Why does Paimon feel like you're pulling our leg? You're just piling on the rumors now. Still, if someone's really been hurt, then we can't just ignore the situation, right, Traveler? We'll go check it out. Verdammt. Muss meinen Stunden weglegen. Oh, marvelous. Then I'll just mark the stretch of water on your map. Don't forget that no matter what, safety always comes first. Galaxy's Fantastic Adventures. Part 1. Water Imp's Conjecture. Investigate the waters where fish have disappeared from.
Ja. Das ist zwar theoretisch Eren-Yes immer noch, ja, akzeptiere ich, aber das ist weiter weg als gedacht. Ist das das Camp, was ich denke, was es ist? Kommt das hin von einer Position? Ja, doch, kommt hin, oder? Müsste, ja doch, ist die Stelle, wo das komische Ding ist. Ich habe leider auf Reddit 2, 3 Sätze zum Event gelesen und frage mich jetzt, also ich habe es nur überflogen. Leider war es ein zufälliger Kommentar und sie ist halt mittendrin aufgetaucht auf meiner Home-Seite, die ich sonst für sehr stark abweichenden Content nutze. Aber so kriege ich halt auch wieder Einblick in irgendwelche Character-Main-Subs und Is this the stretch of water Delaroche was talking about? It looks really peaceful. Huh? Look, there's some footprints over there. ja, auf jeden Fall habe ich 2, 3 Sätze dazu gelesen und bin verwirrt. Beziehungsweise bin gespannt, auf was das hinausläuft, weil das klang nach einer halbwegs interessanten Quest. Halbwegs. Ist jetzt sowas, das kann man in einem Event erzählen, kann man einfach so als Content reinbringen, ist aber für alles andere relativ uninteressant, glaube ich. Und unnötig, aber gut. Ja, genau, das ist das Häuschen. Investigate und the footprints extend all the way into the water. These look pretty fresh. Did the water imp get someone again? Let's look around and see if we can find anything else. Ja, weil es auch so natürlich ist, dass man ins Wasser läuft. In dem Land des Wassers. Wait, did you hear something just now? Ja. Gurgling noises can be heard coming from the water. So, hallo Fremine. The noises grow louder and louder, until something emerges with a loud splash. Sag ja, Fremine. What is that? Don't come any closer! Paimon? Traveler? Fremine? Komm, als ob sonst jemand diese Kleidung trägt. I'm sorry. I forgot I was still wearing this. Warum muss er eigentlich einen Helm tragen? Ich dachte, Leute mit einer Vision brauchen keinen Tauchhelm. Ich meine, klar, das ist wahrscheinlich eine Gameplay-Erklärung, aber trotzdem. Also man müsste meinen, dass er das Ding nicht braucht. Okay, vielleicht sieht er einfach... Ja gut, das können wir auch denken. Er kann zwar unter Wasser atmen, aber er sieht halt nichts, weil Wasser in Augen trotzdem nicht allzu geil ist. Ich meine, das wäre dann auch... Ja, eigentlich bräuchte dann jeder scheiß Charakter so einen Helm unter Wasser. Aber das ist halt aus Aufwandsgründen dann egal. Aber gut. Rimini removes this diving head. Animiert den Kack bloß nicht. Paimon, are you okay? Paimon nearly mistook you for a water imp. Thank goodness it was just you wearing your helmet. Huh? A water imp? Ich habe gerade angefangen zu essen. We are investigating a water imp called Telxi. Thelxie, you say? How surprising. Huh? You know that name too? Or do you know someone else who's trying to investigate the water imp? No, I think our situations are probably unrelated. Then could you tell us about what's going on with you? Sure, if that's in order. I know the name because of one of my employers. She noticed the clockwork penguins I brought to the workshop and contacted me through the shop's owner. She has commissioned me to make a special toy. Following her request, I've named the toy Thelxie. Huh? But isn't it a little creepy to name a toy after a water imp? Wait, hold on! Fremina, you never take commissions from other people! Yeah, but, she made a special request, but out of respect for her privacy, I can't really talk about it. Ich glaube, ich kann mir schon so ein bisschen was zusammenreimen. Verdammte 2, 3 Sätze, die ich gelesen habe. It's alright though. She'll be coming over to check on my progress shortly, and I'll just tell her that you're two of my trustworthy companions. Hearing that, she might be willing to share some information, and you'll be able to continue with your investigation. Huh. Even though you seem a little cold and reserved sometimes, you're still really considerate. Our target isn't necessarily the water imp, though. We're primarily here to investigate the disappearance of the fish.
The fish? Rimini nods slightly and seems lost in thought after you tell him about the commission from the Fishing Association. Suddenly, his breath catches in his throat. Ah, I think I may have connected the dots. These past few weeks, I've been taking Thelxie for underwater testing every day. The pressure testing makes a lot of noise. So, all that about the disappearing fish? Well, it was probably because of me. So that's how it was? That actually makes a lot of sense. Wait, so could that mean the child we heard about who walked into the water was also... Just Rimini preparing for another day of work. Yes, I think that's quite likely as well. So in the end, it was just Fremine. Paimon spent all this time imagining what a water imp from the fairy tales might look like, and it all turns out to be just a hoax. I'm sorry. It sounds like I've created a lot of trouble for everyone else as well. I'll try to finish this commission as soon as possible. Once I'm done, the fish should come back. Don't worry about it. It was just a misunderstanding. Yeah, we'd be happy to help. Is there anything we can do? Thanks for offering. But I can't trouble you any more than I already have. Hey, it's no trouble at all. Didn't you just call us your trustworthy companions? Companions are all about helping each other, you know? But don't you need to report back to your commissioner? Nope, that's not how it works. See, Paimon's got these commissioner types all figured out, even though we were just tasked with finding out why the fish had gone missing. If we tell them now that it was all just a misunderstanding, you can bet they'd just immediately hand us another commission to help them get the fish back. Yeah, we're just really experienced in this kind of thing. That's all. Exactly! So if we can help you finish up your work and get the fish back, that would save us an extra trip! Is that what you'd like to do as well? Yeah, I think Paimon's right. Huh. Alright, I'll trust your judgment. Please follow me. I've made a makeshift camp over there. Ich wollte gerade sagen, es ist aber nicht sein normales Haus, oder? Wieso geht er mitten in die Pampa zum Bauen? Aber okay. Doop-de-doop-de-doop-de-doo. I've stored Thelxie in the tent. He can respond to some simple verbal commands. You can try calling his name and see if he'll come over. Whoa, sounds pretty advanced. Let Paimon give it a try. Hey, Thelxie, are you there? Oh mein Gott. Frage, gehe ich jetzt direkt die Bücher lesen, die hier rumliegen? Dann habe ich sie mich hinter mir. Komm. Solamenalin. Ah, das ist das komische Circuit-Minigame dann später. Taxi Development Log 1. Attempted to install a language output module for Taxi. The output signal will use a similar cipher blah blah blah. The benefits are twofold. Not only does the warehouse at the House of Half already have many spare old motherboards, this approach will also make the language module compatible with the diving helm's transcription module, allowing for quick and easy transcription and testing. As for the offset of the cipher, it will just be set to 1 for convenience. Aha. Hobby-Skripte anscheinend. With a snack, I had planned to apply for a transcription module to use for Taxi, and it would have been the same one as the one used in the diving helmet, but the warehouse is out of stock. Seems like I'll have to make one from scratch using the one I have as a reference. I start looking into it, but it's unclear if I'll have enough time. So ist ja noch irgendwo ein dritter Log. Habe ich gerade... Nee. Es waren noch 3, oder nicht? Ja. I've already spent more time than planned on the transcription module. The work on Taxi's main body will be affected if I keep at this. I have to put it on hold. Also, the diving helmet can still be used to decipher Taxi's output signal. It will probably be unintelligible to everyone else. What a pity. I'm sorry for not being able to give you a voice, Taxi. Okay. Ja gut, fairerweise Curve hat hier auch ein Sprachmodul. Solamenalin. Seems to be a dose of medicine left behind by someone. There's a label on the bottom of the container with the word Destry written on it.
Deshalb, okay, das ist ein normales Item, nicht für dieses Event. Okay, interessant. Gut. Und dann wird es noch kurze Bücher, das wären solche Riesentexte. Ei. Oh nein, das ist. Oh. Ach, das ist der Witz. Das ist wieder dieser scheiß Morsecode-Gedönsbums. Ich suche mir jetzt nur für diesen einen kleinen Satz oder für das Wort das Morse-Code-Alphabet raus. Ist das auch wirklich Morse-Code oder ist es wieder so ein komischer verschlüsselter Code wie bei den Guardians, die man finden kann? Morse-Code. So. Das sind nicht alle Buchstaben auf dem Bild. So, Wikipedia. Das ist ein Morse-Code. Ich will doch nur die ich kann nicht mehr reden. Die scheiß Zeichen haben. Gott. Gib mir doch einfach ein scheiß Bild. Da ist ein Bild. Gut. Strich, Punkt, Punkt. Ist ein D. Strich, Punkt, Punkt, Punkt. Strich. Punkt, Punkt, Punkt ist V. Nee. Das ist Punkt, Punkt, Punkt. Strich, Punkt, Punkt, Punkt. Achso, B ist das. Okay. DB. Punkt, Strich, Strich. W. DBW. DBW. Strich. Punkt, Punkt, so wieder B. DBWB. DBBW. Das ist kein Wort. So that's Fermine's version of Thelxie. It's also penguin-shaped, just like Pear. Wer zum Fick ist Pairs? Yep. Had Thelxie lived in Penguin Town, he'd probably have become great friends with Pear. Wer zum Fick ist Pear? Habe ich da jetzt irgendwie in dem Buch nicht gelesen? Wahrscheinlich. Where's Penguin Town? It's not really anywhere famous or important. Don't worry about it. Hey, Thelxie. Nice to meet you. Do you know how to say hello? Okay, ich gucke mal kurz nach. Strich, Punkt, Punkt. War ich das nicht gerade eben schon? Strich, Punkt, Punkt. D. Nee. Das ist das gleiche wie vorhin. Ja. Okay, er kann nicht reden. So kann Taxi Talk. I wanted to install a language output module, but due to time constraints, I had to give up on the idea. Okay, das heißt, er kann einfach nicht reden. Gut. As it stands, Thelxie can only output messages that were pre-written into its motherboard. I haven't given him the ability to convert those messages into discernible words, so he can't really talk to us just yet. No need to get so technical. So basically, you want us to help you complete and install this language module, right? No, there's no need. That wasn't one of my employer's requests. It was just something I wanted to try. I have two other things I'd like your help with. The first is to do some integration testing on Thelxie's motherboard, to make sure he will be able to function properly in most situations. That doesn't sound too hard. And what's the other thing? The other shouldn't take too long either. You'll need to find Thelxie some colorful shells and coral, so I can craft a weapon for him. A weapon? Will Thelxie have to fight? Mm-hmm. Thelxie will need to be able to charge forward with a weapon in hand, like that brave prince of legend. It's a part of my employer's request. What an imaginative employer! Naming Thelxie after a water imp, but wanting him to look like a prince? Well, regardless of his role or species, Thelxie's purpose is the same. Just like Pear, he has come to this world to serve as somebody's companion. Ich muss mal kurz gucken, wer Pairs ist. Und ja, Watch My Nene. Ich sollte echt mal wieder Smite spielen, glaube ich. Irgendwie.
Nicht Perseus. What? Pers. Okay. Okay, available pets. Pers eins von diesen komischen Vogelfiechern? Weil ich krieg jetzt hier irgendwas mit Sorush angezeigt. List of all available pets. Ja. Wieder an diese dummen nur noch 15 Seiten, die aus dem Boden gesprossen sind. Minisili, Minisili, Minisili Endora, Minisili, Shiki Kusho, genau, Cloud Retainers, D-Max Device, Genie in a Bottle, Itty Bitty Octobaby. Aber jetzt, wo ich den Namen Pers höre? Doch, könnte hinkommen. Achso, Pers, das wird als Pet interpretiert. Achso, weil ich habe auch Pets Genshin gelesen. Pers Genshin. Autocorrect hat mich verbessert. So. Pers. Jetzt sehe ich schon, wie das Ding am Ende aussehen soll. Verdammt. Pers is a clockwork penguin made by Fremni as well as his good friend. Ach so, aber woher kennen wir das Ding? Wo kommt es drin vor? Whenever Fremni feels lonely, Pers keeps Pers keeps him company. He draws strength from Pers and his vision and treats Pers as family. He says he would not take apart Pers like he does to other mechanical devices. Fremni ist. Achso, hat man über seine Character Story rausgefunden oder was? Voice over Fremni. Ach ja, gut. Zum einen habe ich nicht, zum anderen habe ich in die Charakter-Dinger nie reingeguckt bisher. Ich muss das echt mal machen irgendwann, aber oh Mann, das sind so viele mittlerweile. Das sind mittlerweile, glaube ich, so viele Charaktere, wie als ich mit Smite angefangen habe. Das ist nicht gerade wenig. 60 haben wir doch bestimmt schon fast, oder? Ach gut, okay, Pers ist quasi sein eigener kleiner Pinguin-Roboter. Gut. Jetzt wird das geklärt. Oh, jetzt hat er andere Sachen, aber trotzdem noch nicht komischen Geräusche. He can react to certain key words, but unfortunately, due to the lack of a translation module, he still can't quite communicate with us. That's a pity. But anyway, the most important thing right now is for us to get to work. Maybe let's start by doing some testing on the motherboard. That sounds like something we can do here in the camp. Sounds good. The motherboard is on my workbench, so please follow me. Oh. Minispiel-Tutorial jetzt, oder was? Es könnte ein kurzes Event sein. Hoffe ich zumindest. Ah, here we go. I have this testing manual, so feel free to reference it if you get stuck. Want to give it a try? It's okay if you don't succeed immediately. I've got a lot of backup boards just in case. I'll give it a try. Okay. Knowing you, I'm sure you'll be able to figure it out. Water Imps Conjecture. Test the motherboard. Debug motherboard. Equip the circuit limit 6 from 8. After pressing use was? Wie? After pressing use the left joystick to assemble the circuit. Ach so. Ach so. Hä? Was? Wo wähle ich das jetzt aus? Ja. Also ich sehe, was ich machen muss. Ach so. Ach so, ich muss einfach B gedrückt haben. Ah, okay, gut. Ja, dann, easy. Ach, das ist wieder so ein geiles 2D-Spiel, was ich einfach mit dem scheiß Array und ein paar Boxen nachbauen könnte. Debugging successful. Current length of assembly circuit 8. Bin gespannt, was sie sich hier ausdenken. Wieso müssen diese ganzen Minispiele mir immer irgendwelche Ideen geben, die ich selber nachprogrammieren könnte? Ich meine, ich habe es bisher nie durchgesetzt, dass ich irgendwas mache, aber es wäre trotzdem interessant, das mal zu machen. Man könnte es
professionell machen mit einem richtigen Canvas und allem drum dran. Man kann es aber auch billig mit einfachen Diffs machen, die man anklicken kann. Das ist einfach nur ein Toggle. Ah, ja. Das ist sogar gar nicht mal so schwer, man muss ja nur 4 Richtungen vorgeben. Da hätte ich sogar fast Bock drauf, das echt mal zu machen. So, Remine. You're doing well. Just as I expected. Das war jetzt auch nicht gerade schwer, gut. Wenn es jetzt nicht solche Plättchen wären, solche großen, sondern wirklich kleine Treter, dann wäre es was anderes wahrscheinlich, aber okay. Taken on a lot of similar tasks before, you know. Then let's move on to the underwater part. It's just as I mentioned earlier. We're after colorful shells and coral. Oh, speaking of which, you're both already pretty used to Fontaine's underwater environment, right? We're pretty much experts now. Okay, that's good. Just let me know if you ever feel uncomfortable. I'll make sure to stay right by your side. Gut, Buddy, ist das jetzt direkt Tutorial einfach nur, damit ich danach die Minispiele machen kann? Also ich gerade nicht, ich werde jetzt einfach nur, deswegen hat nur 2 Akte oder so, oder? Akt 1, Minispiele testen und Sachen bauen. Akt 2, fertig bauen und dem Kunden geben. Irgendwie so ein Kram. Das gefällt mir nicht, ich will übers Wasser laufen. Kann ich mich da dichter ran, Paul? Nein, ist natürlich von allen Seiten gleich weit weg. Gut. Dupdi-dupdi-du und unter Wasser. Jo. Ah, diese Wasserbubble da. Die geht schon so ein bisschen auf den Sack, aber ich traue mich halt auch nicht wirklich, das rauszumodden. Es ist möglich. Es gibt eine Mod, die... Wir kommunizieren jetzt über die komischen Taucherhelme, oder? Weil unter Wasser reden ist, glaube ich, schwer. Das funktioniert so nicht. Normalerweise. Gut. This is it. We call this thing an echoing conch. It can detect special reflection waves in the water to help us with all kinds of underwater exploration and excavation efforts. Here, try it. Ja, wo ist Dingens? Nee, muss ich das so ansprechen? Ja, gut. Did you notice any interesting places? The echoing conch should have detected some just now. Let's go check them out. Mhm. Von mir aus. Pick up. Material for taxis weapon, a colorful gizmo retrieved from the water. We will blah. Aha. Ja. Weapon Materials. 3 von 3. Alright, these should be enough. Let's head back to camp. Thank you for staying out here with me all this time. Ja, wenn ich hier schon hier bin... Ach, das ist natürlich der Oktopus gewesen. Ich will die Qualle. Wo ist die Qualle? Ich will irgendjemanden, der hier Bum-Bum machen kann. Du kannst auch kein Bum machen. Hier ist kein Bum-Bum-Gegner. So, ach so, warte mal, wenn ich jetzt gerade wieder hier bin. Stimmt, jetzt bin ich gerade nämlich an der... Da hinten ist ein Bum-Bum. Nee, auch nicht, oder? Ist auch noch ein Scheiß-Dingens. Wo ist hier ein Jellyfish? Noch ein Rochen. Irgendwo ist doch hier... Hier muss einer sein, eigentlich in die Richtung. Oder? Ist das jetzt euer Ernst? Ich will jetzt die Ärzte haben. Das geht mir jetzt gerade ums Prinzip. Wieso kriege ich hier nirgendwo jetzt irgendein scheiß Vieh, was die Dinger gut machen kann? Das ist nicht euer verdammter Ernst. Da hinten ist ein Krabberich. Komm, gib mir den Krabberich da. Ja, ich brauche die Ärzte nicht, aber es geht mir ums Prinzip jetzt einfach. Ich kann nicht so ein Batch von Ärzten ignorieren. Kann ich einfach nicht. Ich komme hier nie wieder sonst hin normalerweise. Also weil ich nie im Leben normalerweise lang renne. Wenn ich aber jetzt hier eh schon hin musste. Ey, da oben ist ein Bötchen. Lol.
Hab ich da oben aufgehört, letztes Mal irgendwie zu erkunden? Interessant. Achso, ich habe Furina nicht im Team, deswegen habe ich jetzt kein Instant-Cooldown quasi auf dem Ding. Ich meine, klar, es geht ja auch so. Aber 30% Cooldown auf den Skills sind schon ganz nett nebenbei. Vor allem bei den Pseudobossen ist es dann ganz nett. Ich kann schwören, da waren auch noch welche. Na, egal. Ich nehme jetzt noch die hier mit. Zack. Mir ist übrigens aufgefallen, jedes Furina-Team wird auch immer einen Healer dabei haben müssen. So, oder außer man hat einen guten Self-Heal. Ja, da ist mir aufgefallen, dass die Craft-Weapons von Inazuma, ich glaube zumindest der Zweihänder und der Bogen, die sind eigentlich, sobald man Furina mit dem Team hat und die HP draint und jemand anderes die auffüllt, sind die Waffen gar nicht mal so schlecht. Ich weiß jetzt nicht, was die Base-Attack-Werte von den Dingern sind, aber die haben halt Attack Substat und prozentual Damage Gain. Also ich glaube, es waren 32% oder so auf dem Bogen und es war ein 510er Bogen mit Attack Substat. Das ist quasi eine Non-Crit-4-Star-Version vom Aqua Simulacra. Klar, für Yelan wäre das Bullshit, aber für Shill wäre das, glaube ich, jetzt die ideale Off-Field-Weapon. So, und ich weiß immer noch nicht, wie ich da rankomme. Wie komme ich da rein? Ich habe doch alles angeguckt. Also, ich war überall. Wie komme ich da ran? Ich meine, gut, ich war noch nicht überall, aber ich war eigentlich überall, wo ich hätte jetzt da hätte hinkommen sollen. Außer es ist in irgendeiner Höhle versteckt, wo ich noch nicht drin war wegen der Quest. Oder habe ich hier doch ganz blöd den Eingang übersehen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Das muss ja so eine dumme Höhle sein, wo man mit irgendeinem Teleporter landet. Und an den Teleporter komme ich ran, wenn ich in irgendeiner anderen Höhle drin bin. Die ich dann in der Quest quasi sehe. Muss so sein. Sonst... Nee, es ergibt sonst keinen Sinn, wie ich da rankommen soll. Ich meine, die Kanone hier macht mich so ein bisschen wuschig. Keine Ahnung. Nee, wuschig nicht, aber überall waren diese Kanonen hier. Ich konnte sie deaktivieren. Wieso kann ich hier nirgendwo irgendwas aufschießen? Das ist halt irgendwie so das Problem, was ich sehe. Und hier drinnen war nichts, um da jetzt die Tür zu öffnen auf der anderen Seite, oder? Würde auch keinen Sinn ergeben, wenn das Ding kaputt ist. Nicht wirklich zumindest. Ja gut. So. Back to... Wie weit unten ist das im Untergrund? Ja, das ist gar nicht mal so weit. Das ist direkt da oben an der Höhle quasi. Ah, ist ja doch dichter dran. Okay, gut. Und da ist unsere Kundin anscheinend. Brauchen Roboter-Pinguin als, ja, Begleitung. Also ist entweder irgendwann gestorben oder sie hat, keine Ahnung, kann nicht mit anderen. Surya Destry, ach so. Ah, Fremine, you're back. I thought you might have been out diving. Okay, jetzt hätte ich mir einen Berichter besser angucken sollen, wenn es um sie ging. Egal. I'm sorry, Madame Destray. I must have kept you waiting. I can report, though, that the construction of Thelxie is going quite smoothly. There's no rush. I'm your employer, not your supervisor. And these two are... Oh, they're two of my trustworthy companions. They're here to help me work on Thelxie. Yes, I see. I suppose it's only natural for someone responsible like you to have some reliable friends. It's really nice to meet you, Madame Destray. Are you Fremine's employer? Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Paimon. Remi hat sie gerade als Employer vorgestellt. Sie hat sich selber vorgestellt. Warum fragst du noch? Hast du ihm gerade zugehört? Wie dumm kann man bitte sein? Greetings, my new friends. Just call me Zuria. You are both so adorable. The sight of you reminds me of little fairies under a cottage roof. Oh, do you really think so?
Do I look like a fairy too? Of course. If my child had friends like you, then perhaps he wouldn't have become so obsessed with the tales of water imps. And I wouldn't have had to trouble Fremine here with this commission. Obsessed with the tales of water imps? Ah, so you don't know anything about my request yet? I would have thought Fremine had explained it to you already. Well, Fremine told us that it was a private matter, so he didn't want to just share it willy-nilly. I see. So Monsieur Fremine is even more discreet than I had thought. As you are assisting him with the project, I believe it'll be beneficial for you to learn more about its vision and history. But it would be quite impolite of me to simply pile all of my troubles on you without your permission. So, would you like to listen to my story? Sure, you can tell us anything. You've already said nice things about us, so we'll try our best to help you get through your troubles. Ah, what a lovely little fairy. Then let me think of a way to put my situation into words. I'm sure you're already familiar with the tale of the water imps, right? Simply put, parents came up with a story, painting water imps as scary abductors in an effort to convince their children to stay away from the water. My child is rather special, however. While most other children are terrified of Thelxie, he's infatuated with him. Infatuated? With a water imp? What a brave soul. Yes, he told me that he thought the water imp might have just been misunderstood. In his mind, instead of singing to abduct children, the water imp actually sang out of a longing for companionship. As a result, he often goes near the water in secret. Ich habe das Gefühl, ich weiß, worauf das Ganze hinauslaufen wird und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Huh. So he wanted to become friends with the water imp so it wouldn't be lonely any longer? What a unique way of thinking. Thank you, little Paimon. He indeed has always stood out from the crowd. He was actually diagnosed with loneliness syndrome when he was only 8 years old. Loneliness Syndrome? Also war er depressiv oder was? It's a type of mental disorder. Those affected by it often feel extremely lonely and lose interest in many mundane activities. The syndrome is probably what made him so determined to become friends with the water imp. Oh no. Is it a very serious disorder? If you were to become afflicted with the disorder, Paimon, you would only be able to say less than a fraction of the words you're saying to the traveler now. No! Paimon won't accept that! We would have to find a doctor to help cure Paimon. Paimon has a 2,000-word quota for daily conversations with the traveler, and she won't settle for a single word less! The family doctor has already begun to treat my son, but since the disorder is rare, there aren't many good regimens for treatment. He's also developed some new symptoms lately, such as uncontrollable delusions. Huh? Uncontrollable what now? Uncontrollable delusions. To put it simply, he can no longer differentiate between fantasy and reality, and spends all his time in his fantasy world. Ich habe mal einen Anime-Film geguckt, wo es genau um das Thema ging. Ich weiß gerade das Wort dafür nicht mehr. Aber es ging darum, dass junge Heranwachsende irgendwie eine zu starke Fantasie haben und sich für Manga-Helden und so hielten oder Magier und Co. Der Film ging darum, dass er wohl einer von diesen Leuten war und irgendwie abgelegt hat. Und auf einmal gab es in der Klasse eine, die das Gleiche hatte. Und ja, es war im Endeffekt, soll es eine Love Story werden. Er hilft ihr quasi aus dem Loch rauszukommen und klar zu denken. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie er genau hieß. Vielleicht sehe ich mal irgendwann auf Amazon nochmal wieder. Irgendwas mit World und P im Namen. Paradox, Parallel, irgendwo, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. War okay. Aber ist so ein bisschen cringe gewesen, fand ich. Aber okay, was soll's. Then what is he seeing in his fantasy world? It's a dream that he often mentioned to me when he was younger.
I've compiled what I could understand of his recent rambling. It goes a bit like this. Once upon a time, there was a splendid and magnificent underwater kingdom of water imps on the Silesia plain, 500 feet beneath the surface. Countless lovely water imps lived in houses made of rainbow shells and corals, tending to sea animals during the day and singing between fields of golden tidaga during the night. Everyone led carefree and blessed lives until the day of the iridescent parade, the important festival during which the new king would be crowned. Ich dachte erst, ihr Kind wäre ertrunken und sie hat jetzt selber Depressionen, deswegen. Aber gut, ihr Kind hat nur, ja, eine mentale Krankheit. Das geht ja noch. Before the festival, all water imps would select the most precious pearl they owned, wrap it in golden branches and leaves, and offer it to their most beloved prince. And during the day of the parade, the prince would cross a rainbow bridge made from all the offered shells except a crown from his father amid the applause of his subjects. Finally, the new king would bless everyone with his well wishes. And as far for the prince's name, it's none other than Talxi. Amazing! Your son came up with all of this? He really crafted a lovely fairy tale world for Thelxie. It's like a beautiful dream. Also, seine Krankheit ist quasi das, was Fischl jeden Tag durchmacht. Sie spielt es nur und sie hat nicht wirklich eine mentale Krankheit. Also vielleicht hat sie schon einen kleinen Knacks weg, aber die beiden würden sich bestimmt gut verstehen. But perhaps no beautiful dream can ever last long. You see, the story ended with a twist. The day of the iridescent parade came as expected, but countless monsters also arrived alongside the prince. The monsters were evil and cruel, and they struck fear into all the water imps' hearts. The water imps, adept at singing as they were, could not defend themselves against the monsters. So the kingdom fell, the king was killed, and the water imps were locked behind bars. The rainbow bridge lost its color and crumbled away. The prince was barely able to escape with the help of a mysterious masked individual, but he had already lost everything and could only spend his days singing mournful songs. And just as the prince sang out of loneliness, so could his song only be heard by similarly lonely children. How could the story end like this? Is that kind of fantasizing what caused your son to develop his loneliness syndrome? Well, it'd be more accurate to say that it was the syndrome that caused such terrible delusions to manifest. But in any case, the biggest problem is the patient eventually loses themselves to the fantasy world of their own creation. What do you mean? My poor child can no longer differentiate between imagination and reality. He's begun to see himself as Thelxie. Perhaps in his mind, the loneliness he felt became the same as that of a prince who lost everything he ever loved or stood for. What? So that's what you meant by uncontrollable delusions. Then we have to help him snap out of it. Alas, most of the time he acts as if he can no longer sense or interact with the real world at all. I've had several discussions with the doctor, and we think it is best to try to guide his fantasy. Guide his fantasy? He once wanted to make a picture book of his imaginary world, but since the disorder progressed too quickly, he never quite got past the first page of the book. If we could use this book as a breakthrough for his condition. Here, you can take a look. Ah, so Zuria's son also saw Thelxie as a penguin. Oh, he looks so sad. What we should do now is help him complete this picture book. However, we'll lead the story to a different ending. One where the water imp prince is eventually able to restore his kingdom with the help of his friends. We'll need to chase away his loneliness and sorrow and let him perceive a world full of hope again. That's what I mean by guiding his fantasy. Okay, ihr wollt quasi versuchen, die Geschichte, die er jetzt versucht zu leben, aus seinem Traum, zu einem Happy End zu führen. Und er sieht, Talxi ist wieder glücklich und zufrieden und dass es dann bei ihm im Kopf Klick macht, dass er dann selber auch wieder so gesehen befreit ist. Alter, was ist das für eine diepe Story hier in einem Event? Das ist ein bisschen
Gehört es zu ein Spiel? Ich weiß ja nicht. Beim Mord und Totschlag okay, von mir aus, aber so eine Sache. Gerade für Chinesen? Wo man, sobald man irgendwie ansatzweise anders ist, direkt erschossen wird oder so? Mehr oder weniger. Wird man wahrscheinlich nicht, aber. Äh, you get my point. Individualismus gibt's ja da irgendwie nicht. Mein Gott, in Japan war es, glaube ich, aber gibt's in China wahrscheinlich auch nicht. Die tun sich, glaube ich, nicht viel, was das angeht. Naja. But if we just need to finish the picture book, why does Remini need to make a Thelxie as well? Because we need to treat the book's story seriously, as if it's a history of things that have really happened. We'll need to go on a journey like Thelxie and help him regain his crown and country. But my child can no longer go on a journey of his own. This is why I commissioned Fremine here to craft a Thelxie, and then I'll paint the journey with this Thelxie into the picture book. Ah, like a stand-in for your son! Paimon's starting to get it now. Oh, you really put a lot of thought into this, Surya. Paimon still has one question, though. Where will we be able to find a Water Imp Kingdom? Also ich wüsste 2 Orte, wo es einigermaßen so aussieht, aber okay. There are some ruins on the seabed of the Salacia Plains. I've already asked Fremine to research them for me. We'll be able to use one of the ruins as the kingdom. Oh, so we'll just need to act out a performance of, a brave journey through the Kingdom of Water Imps. As long as we chase away the monsters in the ruins, it'll count as chasing away the monsters in the Water Imp Kingdom, right? Sadly, no. We won't just be putting on a performance. It's just as Zuria said. We need to take this seriously. And the only way we can take this seriously is if we choose to believe everything that's happening is real. So we'll be playing it straight? Or, making it a fully immersive experience? Oh, neither of those really sound right. Well, either way, we'll still be able to help, right? Okay. Alte Ruinen infiltrieren, check. Angehörige Lebewesen, die dort gerade vor sich hin dümpeln, wie Helichuals und so weiter, abmurksen, damit ein Kind seine mentale Disorder geheilt bekommt, check. Nicht nur so tun, sondern auch wirklich abmurksen, check. We've got this. It's all right. There's no need to get that serious. It's not a big deal. I believe in my son. We can just see this as him wanting to stay asleep for a bit longer, because he's so enamored with his dream. Zuria. Keep your spirits up, everyone. If we were to look troubled, my son is sure to become anxious as well. I should be heading back right about now to check on my son. We temporarily moved to a place on the hill over there, so my son will have a better spot to convalesce. It's not far from the water, and there's also a great view. Feel free to come find me if anything urgent comes up. Haben die echt das Gebiet hier mit dem Event im Hinterkopf designt und deswegen da oben ein Haus hingesetzt? Meinst du den komischen Schuppen da, wo die Banditen rumrennen, oder meinst du das Haus ganz oben? Haben sie es gekauft oder angemietet als Ferienhaus? Ich glaube eher zweiteres, oder? Aber gut. Understood. There's also one last thing. Since these 2 friends were able to help me out, I've made some more progress on Thelxie. I estimate that he should be ready sometime tomorrow. That's great news. I must thank you all. With that in mind, how about we meet here in 2 days' time to head to the Kingdom of Water Imps? Sounds good. All right, everyone. Let's meet again in another 2 days. This is Surya some- sure is a brave and optimistic lady. Fremine, do you think her plan will work out? Let's discuss that over by the tent. There were a few things that I didn't bring up because the Madame was here. Das Kind ist doch schon tot. Und es ist gerade ihre Trauerbewältigung. Ich hab's gewusst. Irgendwie sowas kommt doch jetzt, oder? Oh Mann. Uff. Ja. Wie viele Akte hat das Ding jetzt hier? Ich hoffe nur 2. Wahrscheinlich werden es 3 sein. Ich werde wahrscheinlich heute Abend dann nur noch das jetzt machen, also Akt 1. Und wenn ich es freischalte, auch die Minispiele gleich noch.
Denn noch bin ich einigermaßen ansprechbar und wach. So halbwegs. Fremine. What is it, Fermine? What did you want to say? um, if you don't mind me asking, I would like the two of you to mentally prepare yourselves. Ich hab's gecallt. Moment. Mentally prepare ourselves? For what? This is the first time that you've met anyone with the syndrome, right? I know you two are both really strong and will do everything you can to help the child. But with the syndrome being the way it is, if things don't... if things don't quite turn out as we wish, I hope you'll be able to accept the outcome and not put too much blame on yourselves. Fermine, why do you bring this up all of a sudden? Didn't we just promise Zuria that we'll be optimistic about everything working out? It's not that I'm not optimistic. It's just... Ist es doch noch nicht totes Kind? Meine Güte, entscheidet euch mal. You know, this illness really well. Weil er selber daran leidet, wahrscheinlich. Ah, so that's why you looked like you knew exactly what she was talking about. Wait, Fremine, don't tell Paimon that you also... No. Please don't misunderstand. I've never had it. I've just seen many cases of it at the House of the Hearth, back when we lived under the previous director. They say there are many factors surrounding the development of this illness. I've heard everything from hereditary factors and one's state of mind, to environmental factors, and even ley line disorder effects. Some even say it could be caused by contamination from god remains. And from the cases I've seen, there weren't many positive outcomes. In the worst cases, the patient could even pass away. Okay. Das heißt, das Zeug mit dem Kohle, wie kann ich gerade Kohle nicht aussprechen? Weil ich jetzt an Cauliflower denken muss. Kohle, ist ja daran erkrankt gewesen und ist ja nur irgendwie so ganz knapp dadurch gekommen irgendwie. Wobei bei ihr war es, ja gut, bei ihr war, glaube ich, war es nicht bei ihr ja Elisa dann? Was dadurch, ja gut, irgendwie ja, God Remain schon. Aber sie hatte auch Elisa. Nee, das Zeug war, glaube ich, temporär gegen Elisa ein Gegenmittel. Irgendwas war da. God Remains. Also, diese komische Statue, die wir, glaube ich, gesehen haben, eventuell. Wenn ich mich nicht irre, irgendwann mal vor 2 Jahren in irgendeiner Interlude-Quest. Wenn es die nicht ist, dann sind es aber doch zumindest die Crystal Chunks von Inazuma. Die auf dem Drachen, also auf Orobashi, glaube ich, heißt die Schlange. Hab den Namen vorhin mal irgendwann gelesen. Rein zufällig oder gestern. Deswegen weiß ich es gerade auch so mehr oder weniger gut. Die Schlange, die halt da durch Raiden abgemurkst worden ist, auf Befehl Celestias sind. Beziehungsweise die Schlange hat sich umbringen lassen. Auf Befehl Celestias sind, um Enkanomiya-Leute, um die Enkanomiya-Leute, die heutigen Watatsumi-Leute quasi zu retten. Irgendwie sowas war da, ja. Da sind ja auch diese Kristalle, die zum Beispiel Aloy zum Ascenden braucht. Und das sind ja auch quasi God Remains, soweit ich weiß. Nur, dass die halt in Inazuma jetzt irgendwie anders genannt werden, weil Core Inazuma halt. Aber es sind quasi God Remains, mehr oder weniger. Gut. Also im Worst Case geht das Kind drauf. Darauf sollen wir uns vorbereiten, dass er das nicht überlebt, die Krankheit. Was ich merkwürdig finde irgendwie, aber okay. Das ist nur eine Mental Disorder eigentlich. Gut, vielleicht so depressiv, dass man sich das Leben nehmen möchte. Statt damit zu leben. Das kann ich nachvollziehen, aber sofern man den von allem fernhält, was ihn umbringen könnte und ihn zum Essen und Trinken zwingt, also dann sehe ich das Problem nicht. What? It could get that serious? And your Paimon thought they'd just stop talking as much. Yeah, that's just the nature of it. So if you'll find it difficult to cope with the worst case scenario, I would prefer that you back out right now. I don't want you to help only to feel like you failed. Frage, ist das jetzt so eine Sache, wo man das Event quasi von der Quest her skippen kann, wenn man das persönlich nicht kann, so eine Quest?
Das würde mich jetzt interessieren. Genshin. Skip. Taxi. Event. It's the blueprint for the perfect event. There's a story, but it's also in this wall of text. Not doing the recommended quest for taxi, what? Mhm. Also, okay, gut. Ja, das will ich aber gar nicht wissen, was ich jetzt gerade gelesen habe. Das war nämlich egal. Das wünscht, ja. Nö. Nö. Gut, keine Ahnung. Wird wahrscheinlich keinen Unterschied machen, was ich antworte. Finde jetzt nichts dazu. No worry, I've seen all kinds of strange and difficult things in life. Yeah, that's right. Paimon's seen all of those things too. No matter how hard it might get, we won't be scared. Warum sollten wir aus einem random Kind? Really? Then in that case, let's see this real-life fantasy adventure together to the end. Yeah! But Paimon has a question. If this illness can really be as bad as you've described, then do you really think Zuria's method will be able to help? After all, we'll just be using a toy as Thelxie and some ruins as the Kingdom of Water Imps. The whole adventure will only be turned into a picture book for her son to read. Well, I think it should be able to do something. To harbor a fantasy means that the child wants to save himself somehow. The only reason he's allowed his dream kingdom to fall is because he's lost control of his heart. But if we can help him regain control and escape from the darkness, we'll be able to change his world. Like helping someone who's lost their voice be able to speak again. Ja, super, cool. Ich war gemutet, während ich gerade gelabert habe. Bestimmt 10 Sekunden. Fuck. Ja, nee. Eigentlich, was habe ich gesagt? House of Half. Ich dachte immer, die meinen damit Herz, also hart. Und ja, verwundert, dass ein Hart auf einmal ein Haar hinten dran ist. Aber nein, ich habe es gegoogelt nebenbei und Half heißt Feuerstelle, Kamin und so weiter. Keine Ahnung, irgendwas in der Art. Wie man das jetzt interpretiert für diesen Sachverhalt, ist egal, aber jetzt ergibt für mich auch der Name von dem einen Häuserbau-DLC in Skyrim Sinn. Ich glaube, Hearthfire hieß es und Kaminfeuer, Häuserbau. Jetzt ergibt der Name für das DLC Sinn. Ja, so Hearthfire, Herzfeuer? Was hat Herzfeuer mit dem Bauen zu tun? Aber nee, es ist doch simpler als gedacht. Gut, weiter im Text. Oh, Paimon sees what you're saying now. Huh. How do you understand all of this so well, Fremine? Well, maybe because I have also had many of my own dreams in the past. I even had my own fairy tale world, much like that boy's. I was able to draw a lot of support from it, so I believe in the power of fantasy worlds. So, the Penguin Town you mentioned was? So you remembered. What Penguin Town? Why doesn't Paimon remember? Is that also a fairy tale world? Don't leave Paimon in the dark! Suddenly, Feminian puts on a diving helmet and puts it on his head. Aha. Hey, why did you put that on? Gute Frage. It's just one of my personal quirks. Please pay it no mind. Anyway, Penguin Town is a peaceful place with lots of penguin residents. They're all really good at making clockwork toys. And Pear is the town's triumphant hero, as well as the one who quietly protects the whole place. Pear? But didn't you make
Well, I often think that Pear only came to me because he realized how much I needed him. So it's not so much that I made Pear, as Pear chose me as his friend. Fremine, are you sure you're not losing control of your fantasies as well? No, I don't think so. I can still differentiate between fantasy and reality. I just believe that the fairy tale world of my dreams must also exist somewhere. It might just be hidden, which is why it's difficult to see. Or it will only reveal itself at very specific times. Specific times? Like when you put on your diving helmet? Yeah, that's the general idea of it. Really? Paimon just said that because you put on your helmet. Have you ever observed the surface world from underwater? It's as if you're viewing a whole different world from the outside. It's a very surreal feeling. Both alienating, but also as if you're being protected by something. I have a similar feeling when I put on my diving helmet. In those moments, it's possible to see some truly wondrous things, as if a fairy tale has become reality. It's almost like a sort of miracle. Really? Like a miracle? Verdammt, ich habe gerade über irgendwas nachgedacht, was ich sagen wollte. Genau. Diese Quest hier. Ich verstehe nicht, warum das jetzt eine Event-Quest ist. Klar, damit sie ein Event anbieten können. Aber im nächsten Atemzug, ich würde dieses Event danach einfach direkt, ohne Umschweife, in seine Legendary Quest umwandeln. Er hatte in der Hauptquest kaum Screentime. Und es ist jetzt eine Quest, wo er hauptsächlich begleitend dabei ist. Wo man ihn auch so ein bisschen kennenlernt. Also warum nicht das hier zu seiner eigenen Legendary Quest machen? Das ist wie mit Albedo. Der hat zwar eine Legendary Quest anscheinend, aber er hat auch 2 Event-Quests, die dann auch am Drachengrad spielen. Wobei, ich will gerade. Nee, doch, müssen 2 sein. Albedo hat quasi so gesehen schon indirekt 3 Legendary Quests, 3 Akte. Ich verstehe nicht, warum man das jetzt nicht hier einfach so macht. Wäre so simpel und so einfach, aber okay. No, I want to try on your ham too. Well, if that's in order. I'm just kidding. Hey, don't you still need time to work on Thuxie's weapon? We don't want to keep you from finishing your commission. Right. I still have to collect some tools I'll need to craft the weapon. I've got to finish everything before tomorrow. Thank you for reminding me, Paimon. I'm sure there'll be other opportunities for you to try my helmet. Thanks for all of your help. I'll be off for now. Let's meet up here again in 2 days. Oh Gott, das ist da hinten im Hintergrund Low Poly gewesen. Quest completed. Act 1. Ne, Part 1. Part 1, nicht Act 1. What? Aha. War jetzt verwirrt, aber gut. Es hat einfach nur jetzt die Minispiele freigeschaltet. Okay. Motherboard Troubleshooting. Record of the Search for Glory. Purgation Counter-Strike. Complete Princess Country. Aha. Gameplay. Achso, das war das. Ja. Notes verbinden. Wo auch mal die Schwierigkeit dann noch kommt. Set up circuits of limited length to ensure that the signal gets from its source to its designated endpoint, which will complete the debugging process. The debugging process features broken circuits. Broken circuits will immediately connect when the signal passes through an inductive switch of the corresponding color. Ah, okay. There can be up to 2 different circuits involved in one debugging process. Bla bla bla. Es ist ein Try and Error. Gameplay. Ja gut, okay, dann ist das, ja. In looking constraints, it will display possible iridescent glory locations on your minimap and in your field of view. Select the designated number of set glories to complete a challenge. Some materials acquire cinematic phantom mere aberrant abilities to collect. Ja. Complete bla. Previous challenge. Okay, die kommen dann wahrscheinlich, wenn ich die anderen davor gemacht habe.
Genauso wie hier. Okay, 3 Tauchaufgaben. Gut, leave. Prince Country. Wait until 2 days later. Achso. Das heißt, Part 1 ist das hier und Part 2. Jetzt weiß ich auch, ich habe gerade irgendwas gelesen mit, das ist ein perfektes Event, weil es ist keine Wall of Text und es ist auch nicht zu lang. Was habe ich jetzt gebraucht? Eine Stunde, würde ich behaupten. Wenn ich die Lavazeit vorher und die Lavazeit im Wasser wegrechne. Höchstens 55 Minuten. So, das Ganze nehmen wir mal 2 jetzt vielleicht. Also noch eine weitere Stunde für Part 2. Und schon haben wir das, was wir eigentlich wollen von so einem Event. Gut. Commissions. Gut, dann kann ich mir das auch sparen. Nicht annehmen, Oni, sonst kriegen das die falschen Leute. Taxi is fantastic. Serendipitous Dreams. Collect 20 Taxi Badges. Bla bla bla. 100. Ja, wahrscheinlich nur am Ende des Events. Ach, nee, ist das Geschenk einfach nur so, oder ist das auch dafür gedacht, dass ich dann, Dingens bekomme? Ja, wie heißt das? Daily Commissions. So, ab wann kriege ich? 3 lila Dinger jeweils. Interessant. Character Preview. Ja. I don't care. Wann kriege ich? Achso, 80 brauche ich dafür. Okay, gut. Close. Event Details. Ja, das sind die Dinger. Gucke ich dann gleich rein wahrscheinlich in der nächsten Aufnahme. Text, Fantastic Adventure. Nein. Das ist das Buch dann wahrscheinlich, oder? Water Imps Conjecture, Part 1. A lady's child has fallen prey to the maladies of loneliness. Imagining himself to be the water imp prince, a last pitiful soul. You decide to help him. Prince's Country. Tastes fantastic. In order to cure Madame Zuria's child, you begin a fantastical adventure. Today is the day you head to the Kingdom of Water Imps. Just what will you encounter there? Okay, es gibt doch 3 Teile anscheinend. Okay. Event Detail. Ja gut, das kriege ich nicht mehr weg. Gut, ich mach nochmal jetzt die 2 Tage skippen. Ich gehe ein bisschen weiter weg, weil... Ja, ich weiß halt nicht, oder? Ja doch, ich skippe schon mal die 2 Tage. Weil sonst habe ich ein Problem. Oder wollt ihr jetzt die 2 Ingame-Tage warten oder 2 Real-Life-Tage? Das wäre brutal, wenn das 2 2 Real-Life-Tage wären. Warte. 1 Tag, 2 Tage machen wir 6 Uhr morgens. So. Halt, warte. Nein, sie steht da. Wieso steht sie da schon rum? Oder ist das Charlotte? Jetzt bin ich verwirrt. Leute, weg da, ich will die Minispiele machen. Ach kommt, Leute. Nee, nee. Ja. Kann ich bitte die Quest abwählen? Kann ich die, warte mal, was? Kann ich die Dinger aus dem Ding jetzt hier machen, aus dem Menü? Confirm. Go to Challenge. Ne, ich muss da hinlaufen. Okay, gut. Dann werde ich wahrscheinlich doch das Minispiel noch nicht machen, sondern werde gleich erstmal die Quest beenden. Ich könnte anfangen, beides zu machen, aber nee. Komm, dann mache ich jetzt ganz kurz eine Pause. Mache dann gleich Part 2. Und ja, mach dann morgen oder so die Minispiele. Mal gucken. Dann sage ich hier an der Stelle erstmal ciao und bis dann.